Ich heiße Nela und ich bin 25 Jahre alt. Fremde sagen oft, ich sehe hübsch aus. Sie wissen nicht, dass ein hübsches Gesicht keinen Hunger stillt, dass Aussehen keine Tabletten bezahlt, dass Schönheit keine Rechnung begleicht. Niemand kennt das Leben hinter diesem Blick. Niemand sieht, was ich jeden Tag mit mir trage. Meine Tage sind schwer und meine Geschichte ist es auch. Mein Vater war beim Militär. Sein Name war Aaron. Er galt als mutig, als stark, als jemand, von dem alle sagten, er komme immer zurück. Doch als er vor ein paar Jahren in den Krieg zog, kam er nicht mehr heim. Mit ihm starb nicht nur ein Mensch, sondern alles, was uns Halt gegeben hatte. Von einem Tag auf den anderen war nichts mehr da. Kein Geld, kein Zuhause, keine Sicherheit. Nur Angst und das Gefühl, plötzlich allein zu sein. In diesem Moment wurde ich erwachsen, nicht langsam, sondern auf einen Schlag. Meine Mutter lebt noch, doch sie ist nicht mehr die Frau, die sie einmal war. Sie heißt Clara. Ihr Körper ist müde, ihre Lunge schwach. Nachts raubt ihr der Husten den Schlaf, tagsüber nimmt die Erschöpfung ihr die Kraft. Jede Woche braucht sie Medikamente, und jede Woche frage ich mich, wie ich sie bezahlen soll. Mein ganzer Lohn verschwindet dafür. Wenn ich an der Kasse stehe und das Geld hinlege, fühlt es sich an, als würde ich ein Stück von mir selbst abgeben. Aber ohne diese Medikamente bekommt sie kaum Luft. Manchmal sieht sie mich lange an, als wolle sie etwas sagen. Ich lächle dann und tue so, als wäre alles in Ordnung. Sie weiß es besser. Sie merkt, dass ich kaum esse. Sie erkennt die Lüge, wenn ich behaupte, satt zu sein. Neben ihr gibt es noch 2 kleine Leben, für die ich Verantwortung trage. Meine Schwestern heißen Jona und Esme. Die eine ist 12, die andere 10. Sie lachen noch, sie hoffen noch, sie glauben noch an ein normales Morgen. Ich sehe ihre zerrissenen Schuhe, ihre alten Taschen, ihre unausgesprochenen Fragen. Manchmal stehen sie vor mir und fragen leise, ob wir heute etwas Warmes essen. Ich nicke, obwohl ich weiß, dass der Topf leer bleiben wird. Jeden Tag erfinde ich neue Worte, um ihre Welt heil zu halten. Ich rede von später, von bald, von irgendwann. Ich arbeite in einem Kino. Ich reiße Karten ab, nehme Geld, sage freundlich Danke. Von außen wirkt es einfach, doch in Wahrheit tut jeder Tag weh. Meine Beine schmerzen, mein Rücken brennt, aber ich schweige, denn wenn ich diesen Job verliere, verlieren wir alles. Am Ende des Monats bleibt nichts übrig. Kein Rest, kein kleines Glück, kein Platz für mich. Oft essen wir fast nichts. Dann gebe ich meine Portion ab, trinke Wasser und lege mich mit knurrendem Magen schlafen. Ich erzähle, ich hätte bei der Arbeit gegessen. Sie glauben mir. Sie sehen nicht, wie ich nachts leise weine, damit es niemand hört. Es gab eine Nacht, in der der Husten meiner Mutter nicht aufhörte. Die Medizin war leer, mein Geld ebenfalls. Ich zählte die Münzen immer wieder, in der Hoffnung, sie würden plötzlich mehr werden. Sie taten es nicht. Ich dachte an meinen Onkel, doch er hatte uns bereits alles genommen, was mein Vater hinterlassen hatte: Land, Ersparnisse, jede letzte Sicherheit. Ihn um Hilfe zu bitten, fühlte sich schlimmer an als der Hunger. Also hielt ich die Hand meiner Mutter und versprach etwas, von dem ich nicht wusste, ob ich es halten kann. Sie lächelte schwach. Sie kannte die Wahrheit. Statt Fragen zu stellen, betete sie. Jeden Morgen wache ich mit Angst auf. Angst vor Rechnungen. Angst vor Krankheit. Angst davor, dass meine Schwestern eines Tages nicht mehr zur Schule gehen können. Armut ist nicht nur ein leerer Magen. Armut ist Scham. Armut ist ständige Sorge. Armut ist das Bitten um Zeit. Armut ist, Träume still zu begraben. Trotzdem stehe ich jeden Tag auf. Ich kämpfe, auch wenn ich müde bin.
Die Menschen fragen mich, warum ich noch lächle. Ich lächle, weil meine Schwestern sonst verzweifeln würden. Ich lächle, weil ich weiß, dass mein Fallen sie mitreißen würde. Manchmal sitze ich allein und denke an das Leben, das andere führen. Mädchen in meinem Alter planen Hochzeiten, Liebe und Zukunft. Ich plane Rechnungen. Ich plane Medikamente. Ich plane den nächsten Monat. Romantik ist ein Luxus, den ich mir nicht leisten kann. Meine Liebe gehört meiner Familie. Und doch tut es weh, Paare lachen zu sehen, während ich an ihnen vorbeigehe. Für einen kurzen Moment frage ich mich, wie es wäre, gewählt zu werden. Dann erinnere ich mich daran, dass reiche Männer keine armen Frauen retten. Sie kommen, nehmen und gehen. Also halte ich Abstand. Also vertraue ich niemandem. Dieses Leben ist schwer, aber es ist meins. Ich habe mich entschieden, es zu tragen. Ich habe mich entschieden, stark zu sein, auch wenn ich es nicht bin. Ich habe meine Träume leise beiseite gelegt. Ich habe nichts außer Ehrlichkeit, Loyalität und einem kleinen Rest Hoffnung. Vielleicht wird eines Tages jemand mehr sehen als meine Armut. Vielleicht wird etwas Gutes kommen. Bis dahin gehe ich weiter. Allein. Das ist meine Geschichte. Das Leben tat weiter weh, so wie immer. Die Tage unterschieden sich kaum voneinander. Ich ging zur Arbeit, stand hinter dem Schalter, lächelte automatisch und zählte innerlich die Stunden. Mein Körper war müde, doch mein Kopf war schwerer als alles andere. Ich war überzeugt, dass sich nichts ändern würde, dass mein Leben aus endlosen Wiederholungen bestand. Aufstehen, arbeiten, bezahlen, verzichten, schlafen. Zukunft war für mich kein Versprechen, sondern nur ein weiterer Kampf, der noch kommen würde. Doch eines Abends geschah etwas, das nicht in dieses Muster passte. Ein junger Mann betrat das Kino. Er fiel nicht durch Lautstärke auf, nicht durch Gesten oder Worte, sondern durch Ruhe. Seine Kleidung war ordentlich, sein Auftreten kontrolliert, seine Präsenz wirkte fremd an diesem Ort. Er kaufte eine Eintrittskarte, doch statt in den Saal zu gehen, setzte er sich draußen auf das alte Sofa vor dem Eingang. Ich schenkte ihm zunächst keine große Aufmerksamkeit. Vielleicht wartete er. Vielleicht hatte er einfach Zeit. Am nächsten Tag war er wieder da. Und am Tag danach ebenso. Immer dieselbe Karte. Immer derselbe Platz. Immer diese stille Anwesenheit. Mit der Zeit bemerkte ich, dass seine Aufmerksamkeit mir galt. Nicht auf eine gierige Weise, nicht mit Blicken, die beschämen, sondern ruhig, beinahe vorsichtig. Es machte mich nervös. Ich fragte mich, was ein Mann wie er hier suchte. Ich kannte solche Geschichten. Männer mit Geld kommen aus Langeweile, aus Neugier, aus Spieltrieb. Sie versprechen nichts und nehmen doch alles. Ich redete mir ein, dass er nicht anders sei, dass ich ihm keine Bedeutung geben dürfe. Ich ignorierte ihn, vermied seinen Blick, arbeitete schneller, beschäftigte mich absichtlich. Doch er verschwand nicht. Tage vergingen, Wochen vergingen. Er kam immer wieder. Er sah keinen einzigen Film. Er saß einfach da. Manchmal lächelte er kurz, wenn sich unsere Blicke zufällig trafen. Dieses Lächeln machte mich zugleich wütend und ängstlich. Ich verstand es nicht. Warum blieb er? Warum verschwendete er Zeit an einem Ort wie diesem, nur um ein Mädchen wie mich anzusehen? Er suchte keine Nähe. Er berührte mich nie. Er redete kaum. Er wartete. Eines Tages kam er an den Schalter und fragte leise, ob wir kurz sprechen könnten. Seine Stimme war ruhig, ohne Druck, ohne Überheblichkeit. Ich lehnte ab, sagte, ich hätte keine Zeit und wandte mich ab. Ich wollte keine Tür öffnen. Am nächsten Tag versuchte er es erneut. Dieses Mal bat er nur um ein Wort. Nur um Freundschaft.
Ich schüttelte den Kopf und sagte, ich rede nicht mit Fremden. Er akzeptierte es. Kein Ärger, kein Drängen. Er setzte sich wieder auf seinen Platz. So vergingen 3 Monate. 3 Monate, in denen er jeden Tag kam, jeden Tag blieb, jeden Tag hoffte, ohne etwas zu verlangen. Niemand war je so geblieben. Niemand hatte je so viel Geduld gezeigt. Meine Gedanken wurden unruhig. Wenn es ein Spiel war, warum dauerte es so lange? Warum suchte er sich nicht jemand anderen? Ich erinnerte mich an all die Momente, in denen reiche Menschen an uns vorbeigegangen waren, ohne hinzusehen. Ich sagte mir, dass auch er eines Tages gehen würde, doch er blieb. Eines Abends, als ich den Schalter schloss, stand er auf und trat näher. Seine Augen wirkten müde, aber ehrlich. Er sagte meinen Namen und bat noch einmal um eine Chance. Nur Freundschaft. Nichts weiter. Meinen Namen aus seinem Mund zu hören, ließ mein Herz stocken, bis mir einfiel, dass er auf meinem Namensschild stand. Ich sah ihn lange an. In seinen Augen lag keine Arroganz, sondern etwas Zerbrechliches. Vielleicht Hoffnung. Ich wollte Nein sagen. Ich wollte stark bleiben. Doch an diesem Abend war ich erschöpft. 3 Monate Geduld hatten meine Abwehr müde gemacht. Ich atmete tief aus und sagte, nur Freundschaft, mehr nicht. Er lächelte, als hätte ich ihm etwas Wertvolles geschenkt. Er sagte ja, nur Freundschaft. Sein Name war Leon. An diesem Abend ging ich mit einem unruhigen Gefühl nach Hause. Ich fragte mich, ob ich einen Fehler gemacht hatte. Meine Mutter sah mich an und fragte, warum ich so abwesend wirkte. Ich sagte, ich sei nur müde. Ich erzählte nichts. Nicht von ihm, nicht von Leon. Von diesem Moment an begann etwas Neues. Es war keine Liebe, es war kein Vertrauen. Es war nur ein vorsichtiger Anfang. Und doch hatte ich Angst. Angst, weil Menschen wie ich nicht träumen sollten. Angst, weil unsere Welten zu weit auseinander lagen. Angst, weil mein Herz begonnen hatte, etwas zu fühlen, das ich mir nicht leisten konnte. Als ich zur Freundschaft Ja sagte, glaubte ich, es bedeute nichts. Ein Wort, mehr nicht. Ich dachte, es würde verblassen wie so vieles in meinem Leben. Ich redete mir ein, dass mein Herz davon unberührt bleiben würde. Doch dieses eine Ja war kein kleines Wort. Es war wie ein feiner Riss in einer Mauer, die ich über Jahre gebaut hatte. Am nächsten Tag erschien Leon wieder im Kino. Er tat nichts anders als sonst, und doch war alles verändert. In seinen Augen lag etwas Helles, etwas Wachgewordenes. Er kam nicht näher als nötig, blieb respektvoll stehen, wünschte mir einen guten Abend und sagte meinen Namen ruhig, fast vorsichtig. Meinen Namen aus seinem Mund zu hören, fühlte sich fremd an, als hätte er einen Teil meiner Welt betreten, den ich niemandem zeigen wollte. Ich antwortete kaum. Ich hatte Angst, dass jedes Wort zu viel sein könnte. Doch selbst meine Stille schien ihm zu genügen. Er setzte sich wieder auf seinen Platz und wartete, bis der letzte Film endete. Als die Menschen gingen, hob er die Hand zum Abschied. So vertraut, als würden wir uns schon lange kennen. Dieses Bild ließ mich nicht los. In den folgenden Tagen begann er vorsichtig zu sprechen. Nicht viel. Keine großen Fragen. Nur kleine Dinge. Ob ich müde sei. Ob ich heute gegessen hätte. Ob es meiner Familie gut gehe. Anfangs gab ich nur kurze Antworten, hielt Abstand und klammerte mich an meine Vorsicht. Doch ich sah, wie selbst ein leises Ja ihn lächeln ließ, als hätte ich ihm etwas Kostbares geschenkt. Manchmal brachte er kleine Dinge mit. Eine Schokolade, die er unauffällig hinlegte. Ein Buch, das er wortlos zurückließ. Wenn ich ablehnte, nahm er es ohne Enttäuschung wieder an sich. Er drängte nie. Er respektierte jedes Nein. Das verwirrte mich mehr als alles andere. Männer mit Geld waren in meinen Gedanken laut, fordernd
ungeduldig. Leon war still. Eines Abends begleitete er mich ein Stück zur Haltestelle, mit genug Abstand, damit niemand reden konnte. Er fragte mich, ob wir nun wirklich Freunde seien. Ich sagte ja, aber nur Freunde. Er lächelte, als hätte diese Antwort für ihn alles bedeutet. Zu Hause merkte ich, wie meine Gedanken immer wieder zu ihm zurückkehrten. Meine Mutter bemerkte mein Schweigen, mein fernes Lächeln. Ich sagte, es sei nichts. Doch mein Herz wusste, dass es nicht nichts war. Ich begann, ihn nicht mehr nur als Fremden zu sehen. Gleichzeitig erinnerte ich mich jeden Tag daran, wer ich bin und wo ich stehe. Seine Welt war nicht meine. Seine Familie würde mich niemals akzeptieren. Als aus Tagen Wochen wurden, öffnete er sich mehr. Er erzählte von seiner Kindheit, von großen Räumen, von einem Leben ohne Mangel. Er sprach von seinem Vater Martin und seiner Mutter Helena, von Ansehen und Erwartungen. Ich hörte zu und spürte den Abstand zwischen unseren Welten. Dann sagte er etwas, das sich tief in mir festsetzte. Er sagte, er habe alles, was Geld kaufen könne, aber keinen Frieden, und dass er diesen Frieden nur spüre, wenn er mich sehe. Diese Worte trafen mich an einem Ort, den niemand zuvor berührt hatte. Viele hatten mein Gesicht gesehen, doch niemand hatte je mein Inneres gesucht. Trotzdem zeigte ich nichts. Ich hielt meine Gefühle verborgen, aus Angst, aus Vernunft, aus Schutz. Eines Abends fragte er mich, warum ich glaube, dass er so lange geblieben sei. Er sagte, seit dem ersten Tag habe er mich nicht vergessen können, dass mein Blick ihn begleite, selbst wenn er die Augen schloss. Seine Stimme zitterte, und zum ersten Mal sah ich Tränen in seinen Augen. In diesem Moment zerbrach etwas in mir. Ich hatte Monate damit verbracht, ihn auf Abstand zu halten, ihn mit anderen zu vergleichen und ihm falsche Motive zu unterstellen. Doch seine Geduld, seine Ehrlichkeit und seine Verletzlichkeit wirkten nicht gespielt. In dieser Nacht betete ich. Ich bat um Führung, um Schutz, um Klarheit. Ich wusste nicht, ob das, was wuchs, ein Segen oder eine Gefahr war. Einige Tage später fragte er, ob wir gemeinsam Tee trinken könnten, fern vom Kino und fern von Blicken. Ich zögerte lange, doch am Ende sagte ich zu. Wir trafen uns in einem kleinen Laden am Rand der Stadt. Er wartete bereits. Als ich eintrat, stand er auf, als wäre ich etwas Wertvolles. Wir redeten lange. Ich erzählte ihm von meiner Familie, von meiner Verantwortung und von Teilen meines Kampfes. Nicht alles, aber genug, um die Wahrheit spürbar zu machen. Er hörte zu, ohne mich zu unterbrechen, ohne Mitleid, ohne Urteil. Von diesem Tag an veränderte sich etwas zwischen uns. Er begann, auf leise Weise zu helfen. Essen erschien vor unserer Tür. Rechnungen waren plötzlich bezahlt. Die Medizin meiner Mutter fehlte nie wieder. Zuerst war ich wütend, doch als ich sah, dass es meiner Mutter besser ging, verstand ich, dass seine Hilfe nicht aus Stolz kam, sondern aus Sorge. Ohne es zu merken, begann ich ihn zu lieben. Still, heimlich, ohne Worte. Ich sagte es ihm nie, doch mein Herz reagierte jedes Mal, wenn er da war. Ich dachte an ihn, ich betete für ihn, ich trug ihn in mir. Gleichzeitig erinnerte ich mich immer wieder daran, dass ich arm bin und mir Träume gefährlich werden können. Doch egal, wie sehr ich versuchte, mich zu schützen, mein Herz bewegte sich weiter auf ihn zu. Die Liebe war leise in mein Leben gekommen, ohne meine Erlaubnis, und ich konnte sie nicht mehr aufhalten. Leon war inzwischen in meine Tage hineingewachsen. Er war nicht mehr nur der Mann, der regelmäßig im Kino auftauchte. Er war eine Stimme in meinem Kopf, ein Gedanke, der kam, wenn ich abends allein war. Ich sagte ihm nie offen, was ich fühlte, doch ich wusste, dass er es spürte. Seine Geduld,
Seine Aufmerksamkeit, seine ruhige Art hatten etwas in mir berührt. Trotzdem hielt ich einen Teil von mir verschlossen. Die Wahrheit über mein Leben. Ich hatte ihm nie vom Tod meines Vaters erzählt, nie davon, wie sich Hunger anfühlt, wenn er täglich kommt. Nie von den Nächten, in denen meine Mutter vor Schmerz kaum sprechen konnte. Oder von den Tagen, an denen ich mein Essen meinen Schwestern gab und selbst leer blieb. Vor ihm trug ich mein Lächeln wie einen Schutz. Ich spielte Stärke, weil ich Angst hatte. Angst, dass er gehen würde, wenn er alles wüsste. Angst, dass meine Armut stärker wäre als seine Gefühle. Doch Leon war keiner, der Dinge lange unausgesprochen ließ. Eines Abends sah er mich lange an und sagte, er wolle mich wirklich kennen. Nicht nur das, was ich zeigte, sondern auch das, was ich verbarg. Er sagte, er wolle meinen Schmerz hören, nicht aus Neugier, sondern weil er mir nah sein wolle. Seine Worte trafen mich tief. Meine Geschichte war wie ein verschlossener Raum gewesen. Niemand hatte je darum gebeten, ihn zu betreten. Tränen stiegen mir in die Augen. Ich wandte den Blick ab, doch er sagte leise, ich müsse mich nicht verstecken, er könne meine Wahrheit tragen. In dieser Nacht begann ich zu sprechen. Zuerst stockend, dann immer freier. Ich erzählte ihm von meinem Vater, von seinem Stolz, von seinem Mut, von dem Tag, an dem die Nachricht seines Todes alles zerstörte. Ich erzählte ihm vom Verrat meines Onkels, der uns Land und Ersparnisse nahm und uns mit leeren Händen zurückließ. Ich erzählte ihm von der Krankheit meiner Mutter, von den Entscheidungen zwischen Essen und Medizin, von den Tagen, an denen mein Geld nicht reichte. Ich erzählte ihm von meinen Schwestern, von ihren kaputten Schuhen, von ihren leisen Blicken, von den Lügen, die ich ihnen jeden Abend erzählte, damit sie schlafen konnten. Ich erzählte ihm von der Scham, vor Geschäften zu stehen und um Aufschub zu bitten, von den Nächten, in denen ich still am Fenster saß und weinte, weil meine Kraft zu Ende war. Als ich fertig war, konnte ich ihn nicht ansehen. Ich erwartete Mitleid oder Schweigen oder Abstand, doch als ich den Blick hob, sah ich Tränen auf seinem Gesicht. Er weinte, nicht leise aus Höflichkeit, sondern offen. Er sagte meinen Namen und fragte, wie ich all das tragen konnte, ohne je um Hilfe zu bitten. Er sagte, viele Menschen kämen wegen seines Geldes zu ihm, wegen Geschenken, wegen Sicherheit, und ich hätte nie etwas verlangt. Keine Münze, kein Versprechen. Ich hätte meinen Schmerz allein getragen. Genau das sei der Grund, warum er mich liebe. Genau deshalb könne er mich nicht verlassen. Seine Worte lösten etwas in mir. Ich begann zu weinen, ohne mich zu schämen, und sagte ihm, dass er die Realität nicht kenne, dass seine Familie mich niemals akzeptieren würde, dass ich arm sei und in ihren Augen wertlos, dass sie ihn zwingen würden, sich zu entscheiden, und dass ich nicht der Grund sein wolle, warum er seine Familie verliere. Er nahm meine Hände und sah mich fest an. Seine Stimme war ruhig, aber entschlossen. Er sagte, es sei ihm egal, was Menschen über Geld denken. Es sei ihm egal, was die Gesellschaft erwarte. Für ihn zähle nur ich. Er sagte, ich sei seine Familie geworden. Und wenn andere mich ablehnen würden, dann würde er trotzdem bei mir bleiben. Er schwor, dass er mich heiraten werde, egal was komme. Dass er an meiner Seite stehen werde. Immer. Diese Worte trafen mich tiefer als alles zuvor. Noch nie hatte mir jemand so viel Treue versprochen. Für einen Moment fühlte es sich an, als hätte mein Leben vielleicht doch einen anderen Weg. Als hätte Gott mich nicht vergessen. Trotzdem blieb die Angst. Ich sagte ihm, dass seine Familie das niemals erlauben würde. Er lächelte ruhig und sagte,
sein Herz habe längst gewählt, und eines Tages werde die Welt es wissen. In dieser Nacht lag ich lange wach. Seine Worte kreisten in meinem Kopf. Ich fragte mich, ob so etwas wirklich existieren könne, dass jemand mich liebt, nicht wegen meines Aussehens, nicht wegen Geld, sondern wegen dessen, was ich trage. Meine Tränen durchnässten das Kissen. Doch zum ersten Mal seit sehr langer Zeit waren es nicht nur Tränen der Erschöpfung, es waren auch Tränen der Hoffnung. Nachdem Leon mir versprach, mich niemals zu verlassen, legte sich für kurze Zeit etwas Ruhiges in meine Brust. Zum ersten Mal glaubte ich nicht nur an mich selbst, sondern an jemanden, der bleiben wollte. Seine Worte klangen nicht leer, sie trugen Gewicht. Und trotzdem verschwand die Angst nicht. Sie saß tief in mir. Ich sagte ihm immer wieder, dass seine Familie uns niemals akzeptieren würde. Er hörte mir ruhig zu, lächelte und sagte jedes Mal, ich solle mir darüber keine Sorgen machen, er werde das regeln. Eines Abends sah er mich ernst an und sagte, dass er sich entschieden habe, am nächsten Tag mit seinen Eltern über mich zu sprechen, dass er mich nicht länger verstecken könne, dass sie die Frau kennenlernen müssten, die er liebe. In diesem Moment zog sich alles in mir zusammen. Panik überrollte mich. Ich bat ihn, es nicht zu tun. Ich sagte ihm, sie würden mich verachten, mich erniedrigen, mich als Fehler sehen. Ich wollte nicht, dass er diesen Kampf beginnt. Doch er schüttelte den Kopf. Er sagte, wenn er mich verberge, würde das bedeuten, dass er sich schäme. Und das tue er nicht. Er sagte, er sei stolz auf mich und wolle, dass seine Eltern wissen, dass ich die Frau sei, die er heiraten wolle. In dieser Nacht schlief ich kaum. Meine Gedanken kreisten um Menschen, die ich nie getroffen hatte und die doch Macht über mein Leben bekommen könnten. Sie waren reich, angesehen, sicher. In ihren Augen wäre ich nur ein Mädchen aus der falschen Welt. Am nächsten Tag saß Leon seinen Eltern gegenüber. Seine Mutter Helena war zunächst freundlich. Sie lächelte und fragte neugierig, wer dieses Mädchen sei, aus welcher Familie sie komme, welchen Namen sie trage. Sie erwartete etwas Glänzendes. Leon antwortete ruhig. Er sagte meinen Namen, mein Alter und dass er mich liebe. Helena wollte mehr wissen. Sie fragte nach meinem Vater, nach Bildung, nach Herkunft. Leon sagte ihr die Wahrheit, dass mein Vater Soldat war und im Krieg starb, dass ich mit einer kranken Mutter und 2 jüngeren Schwestern lebe, dass ich in einem Kino arbeite, um meine Familie zu ernähren, dass ich arm bin, aber ehrlich. In diesem Moment verschwand ihr Lächeln. Arm, sagte sie, als wäre es ein Makel. Sie fragte ihn, ob er den Verstand verloren habe. Sein Vater Martin sprach danach mit kalter Stimme. Er erinnerte Leon daran, wer sie seien, welchen Namen sie trügen, welchen Platz sie in der Gesellschaft hätten. Er fragte ihn, ob er all das für ein Mädchen ohne Besitz und Herkunft wegwerfen wolle. Leon blieb ruhig. Er sagte, ich habe vielleicht kein Geld, aber Würde, dass ich nie etwas verlangt habe, dass ich ihn nie benutzt habe, dass ich nicht aus Berechnung bei ihm sei. Helena wurde wütend. Sie sagte, ich hätte ihn manipuliert, dass Mädchen wie ich nur aufsteigen wollten, dass sie diese Ehe niemals erlauben werde. Ich war nicht dabei, doch als Leon mir später alles erzählte, fühlte es sich an, als würde mir jemand die Luft nehmen. Ich weinte, während er sprach. Ich sagte ihm, dass genau das meine Angst gewesen sei, dass sie mich niemals akzeptieren würden, dass er auf sie hören müsse, dass sie seine Eltern seien. Doch Leon hielt meine Hände fest und sagte,
dass es ihm egal sei, wenn sich die ganze Welt gegen ihn stelle. Er sagte, er könne mich nicht verlassen. Ich flehte ihn an, aufzuhören. Ich sagte ihm, er sei ihr einziger Sohn, dass sie ihm alles gegeben hätten, dass ich nicht der Grund sein wolle, warum er sie verliere. Ich sagte ihm, er solle mich vergessen und eine Frau aus seiner Welt heiraten. Er unterbrach mich. Er sagte, wenn er jemand anderen heirate, würde er innerlich sterben. Dass sein Herz mir gehöre, dass er keinen Reichtum brauche, keinen Status, keinen Applaus, nur mich. Der Streit in seinem Elternhaus eskalierte. Tage vergingen voller Schreie und Drohungen. Jedes Mal, wenn mein Name fiel, wurde die Atmosphäre giftiger. Helena sagte, er zerstöre den Ruf der Familie. Martin drohte ihm mit Enterbung. Trotzdem wich Leon nicht zurück. Jeden Abend kam er zu mir und erzählte mir von ihrer Wut. Ich weinte und bat ihn aufzugeben, doch er sagte, ich hätte mein ganzes Leben Schmerz getragen, ohne je aufzugeben. Und nun sei er an der Reihe. Seine Familie versuchte alles. Sie boten ihm Geld, Besitz und Sicherheit. Sie sagten, er würde alles verlieren, wenn er mich wähle. Leon sah ihnen in die Augen und sagte, sie könnten ihm alles nehmen, er brauche es nicht. Als er mir das erzählte, brach etwas in mir. Ich hatte nie zuvor erlebt, dass jemand mich über alles stellte. Ich sagte ihm, er sei zu gut für mich und dass ich das nicht verdiene. Er hob mein Gesicht an und sagte, ich solle das nie wieder sagen, dass ich der Grund sei, warum sein Leben Bedeutung habe. In diesem Moment verstand ich, dass sein Kampf nicht nur mir galt. Es ging darum, was Liebe wirklich ist. Nicht Besitz, nicht Macht, sondern die Entscheidung, ein Herz über alles andere zu stellen. Der Konflikt im Haus von Leon wuchs mit jedem Tag. Die Stimmen wurden kälter, die Worte härter. Wo früher Stolz gewesen war, lag nun Drohung. Wo Familie gewesen war, herrschte Druck. Seine Mutter verlor jede Geduld, sein Vater jede Wärme. Sie sprachen nicht mehr aus Sorge, sondern aus Macht. Leon erzählte mir alles. Jedes Gespräch, jede Warnung, jede Grenze, die sie zogen. Mit jedem Satz zog sich mein Herz weiter zusammen. Eines Abends wirkte er erschöpft, als er mir sagte, dass sie ihm klar gemacht hätten, was ihn erwarte. Wenn er mich heirate, verliere er alles. Kein Geld, kein Erbe, keinen Namen, kein Zuhause. Ich sah ihn an und spürte, wie etwas in mir zerbrach. Ich sagte ihm, er solle auf sie hören, dass ich dieses Opfer nicht wert sei, dass er seine Familie nicht für mich verlieren dürfe. Er schüttelte den Kopf, als hätte ich etwas Unmögliches gehört. Er sagte, ich sei mehr wert als jeder Besitz, dass Reichtum ohne Liebe leer sei, dass ein Name nichts bedeute, wenn man sich selbst verliere. Er könne ohne Komfort leben, aber nicht ohne mich. Meine Tränen hörten nicht auf. Ich bat ihn ein letztes Mal umzukehren. Ich sagte ihm, dass er eines Tages bereuen werde, was er aufgebe. Doch seine Stimme wurde ruhig und fest. Er sagte, er wisse genau, wofür er sich entscheide, dass er mich niemals hassen werde, sondern sich selbst, wenn er mich loslasse. Er sagte, er werde gehen. Er werde alles hinter sich lassen und neu anfangen, mit mir. Diese Worte klangen nicht wie Realität. Sie klangen wie etwas, das nur in Geschichten geschieht. Doch er stand vor mir, hielt meine Hände und seine Augen waren voller Entschlossenheit. Am nächsten Tag stellte er sich erneut seinen Eltern. Seine Mutter weinte nicht aus Trauer, sondern aus Wut. Sie sagte, er zerstöre alles, wofür die Familie gestanden habe. Sein Vater Martin sprach nur einen Satz: Wenn du gehst, dann komm nie zurück. Leon erhob nicht die Stimme. Er bat nicht. Er erklärte nur, dass seine Entscheidung gefallen sei, dass er mich liebe,
dass ich sein Leben sei und dass er gehen werde, wenn sie mich nicht akzeptieren könnten. In dieser Nacht verließ er das Haus ohne Besitz, ohne Geld, ohne Sicherheit, nur mit dem, was er fühlte. Er kam direkt zu mir. Als ich die Tür öffnete und ihn dort stehen sah, wusste ich, dass sich mein Leben für immer verändert hatte. Er sagte leise, dass er alles hinter sich gelassen habe, dass er diese Welt nicht mehr wolle, dass er nur mich wolle. Und dann fragte er mich, ob ich seine Frau werden wolle. Meine Tränen fielen unaufhaltsam. Worte reichten nicht aus. Ich umarmte ihn und ließ all die Angst los, die ich so lange getragen hatte. Er hatte sich für mich entschieden. Für uns. Wir heirateten am nächsten Tag ohne Gäste, ohne Musik, ohne Glanz. Nur ein Versprechen zwischen zwei Menschen. Er sah mich an und sagte, dass meine Familie nun seine Familie sei, dass mein Schmerz von nun an auch seiner sei, dass unser Leben eins geworden sei. Leon begann in einem kleinen Geschäft zu arbeiten. Er kannte diese Welt nicht, doch er trug sie ohne Klage. Als er seinen ersten Lohn nach Hause brachte, legte er ihn in meine Hände und sagte, das sei der Anfang unseres gemeinsamen Weges. Ich hielt ihn fest und dankte ihm leise, nicht für das Opfer, sondern dafür, dass er gezeigt hatte, dass wahre Liebe existiert. Für ein paar Tage nach unserer Hochzeit wirkte das Leben beinahe still. Nicht leicht, aber ruhig. Wir hatten kaum Geld, doch wir hatten einander. Leon arbeitete in dem kleinen Geschäft, ich stand weiter im Kino hinter dem Schalter. Wir teilten Brot, Tee und kurze Momente des Lachens. Zum ersten Mal seit langer Zeit schlief ich ohne Angst ein. Zum ersten Mal glaubte ich, dass Sicherheit nicht nur ein Wort für andere Menschen ist. Doch Ruhe hält im Leben der Armen selten lange an. Leons Familie war nicht bereit, seine Entscheidung zu akzeptieren. Für sie war es keine Liebesgeschichte, sondern eine Demütigung. Ihr einziger Sohn hatte ihr Haus verlassen und eine Frau ohne Besitz geheiratet. Ihr Stolz war verletzt und aus Stolz wurde Hass. An einem Morgen klopfte es hart an unsere Tür. Polizisten standen davor und fragten nach mir. Sie sagten, es gebe eine Anzeige. Man beschuldigte mich, Leon manipuliert zu haben. Man sagte, ich hätte ihn zur Ehe gezwungen, um an seinen Namen und sein Geld zu kommen. Meine Mutter Clara verstand die Worte kaum. Jona und Esme begannen zu weinen. Angst legte sich wie ein Gewicht auf meine Brust. Die Beamten stellten kalte Fragen. Sie hörten nicht zu. Sie nahmen meine Mutter und meine Schwestern mit auf die Wache. Es spielte keine Rolle, dass meine Mutter krank war. Es spielte keine Rolle, dass meine Schwestern noch Kinder waren. Wir wurden angeschrien, beschuldigt, behandelt, als hätten wir ein Verbrechen begangen. Meine Mutter zitterte. Meine Schwestern klammerten sich an mich. Ich wollte schreien, doch ich blieb still, weil ich wusste, dass ein falsches Wort alles zerstören könnte. Als Leon erfuhr, was geschehen war, rannte er zur Polizeistation. Er drängte sich nach vorne und stellte sich zwischen uns und die Beamten. Seine Stimme war laut und klar. Er sagte, sie sollen uns in Ruhe lassen, dass ich seine Ehefrau sei, dass er mich aus freiem Willen geheiratet habe, dass ich ihn nie um Geld gebeten habe, dass niemand ihn gezwungen habe. Er sagte, wenn jemand schuld sei, dann er. Wenn jemand bestraft werden müsse, dann er. Die Polizisten sahen sich an und fragten ihn erneut, ob er freiwillig geheiratet habe. Leon antwortete ohne Zögern, ja. Er sagte, er habe alles aufgegeben, Familie, Reichtum und Namen, weil er es wollte, weil er mich liebe. Seine Eltern waren ebenfalls dort.
Helena weinte vor Wut. Martin blickte kalt. Sie versuchten, seine Worte zu entkräften, sagten, er sei geblendet, ich hätte ihn kontrolliert. Doch Leon wich keinen Schritt zurück. Immer wieder sagte er, dass ich seine Frau sei, dass dies sein Leben sei. Als ich sah, wie er sich mit solcher Entschlossenheit vor mich stellte, liefen mir die Tränen unaufhaltsam über das Gesicht. In diesem Moment begriff ich, dass seine Liebe keine leere Hoffnung war. Sie war ein Kampf. Er stellte sich gegen seine Familie, gegen ihren Namen, gegen Macht und Autorität, nur um mich zu schützen. Die Polizei hatte keine Grundlage mehr. Sie ließen meine Mutter und meine Schwestern frei. Leon brachte uns nach Hause. In dieser Nacht saßen wir eng beieinander. Meine Mutter hielt seine Hand und sagte leise: Heute hast du bewiesen, dass du nicht nur mein Schwiegersohn bist, sondern auch mein Sohn. Leon senkte den Blick und sagte, dass er für uns sorgen werde wie für seine eigene Familie, weil wir jetzt seine Familie seien. In diesem Moment wusste ich, dass die Angst nicht verschwunden war, aber ich war nicht mehr allein. Und das änderte alles. Nach dem Tag bei der Polizei lag Scham wie ein schwerer Schatten über Leons Familie. Sie hatten jede Grenze überschritten, doch Leon hatte sich wie ein Schutzschild vor mich gestellt. Er hatte sich ihnen widersetzt, der Gesellschaft und sogar der Macht des Gesetzes, und niemand durfte mich berühren. Seine Entschlossenheit gab mir Kraft, aber tief in mir wusste ich, dass ihr Zorn nicht einfach verschwinden würde. Sie glaubten noch immer, dass er zurückkehren würde. Sie sagten sich, seine Liebe sei nur ein kurzer Rausch. Eine Woche ohne Luxus, ohne Geld, ohne das große Haus würde ihn brechen. Sie warteten darauf, dass er voller Reue zurückkäme. Doch er kam nicht. Tag für Tag arbeitete Leon in einem kleinen Laden, trug schwere Kisten, stand stundenlang, verdiente wenig und brachte es mir mit Stolz nach Hause. Er sagte, das sei unser Geld, ehrlich verdient, geboren aus seinen eigenen Händen. Seine Zufriedenheit war echt und seine Familie konnte es sehen. Ihr Glaube begann zu wanken. Dann griffen sie zu einem letzten Mittel. Sie nannten meinen Namen öffentlich. Sie erzählten den Leuten, ich hätte ihren Sohn manipuliert. Sie sagten, ich hätte die Ehre ihrer Familie beschmutzt. Diese Worte schnitten tief, doch Leon ließ mich nie allein. Er stellte sich immer vor mich und sagte, wenn jemand Verantwortung trage, dann er. Er habe mich gewählt, niemand habe ihn gezwungen. Langsam veränderte sich die Stimmung. Die Menschen sahen sein Opfer. Sie sahen seine Standhaftigkeit. Sie sahen, dass er alles hinter sich gelassen hatte und dennoch mit mir lachte. Die Stimmen wurden leiser. Manche begannen zu sagen, dass diese Liebe echt sein müsse, denn kein Mann würde so viel verlieren und trotzdem bleiben. Der Kampf seiner Eltern wurde müde. Stolz hält nicht ewig. Die Wut von Helena verwandelte sich in Erschöpfung. Das Schweigen von Martin wurde mit jedem Tag länger. Polizei, Drohungen und Gerüchte hatten nichts erreicht. Leon war unbeweglich geblieben. Seine Liebe war fest wie Stein. Eines Abends rief Martin ihn an. Seine Stimme war kühl, aber nicht mehr hart. Er sagte, wenn du glücklich bist, dann bleib, wo du bist. Wir können diesen Kampf nicht weiterführen. Wir werden eure Ehe nicht mehr zerstören. Als Leon mir davon erzählte, liefen mir die Tränen über das Gesicht. Ich flüsterte, also ist es vorbei. Er nickte und sagte, Sie sind müde geworden. Sie wissen, dass wir nicht aufgeben. In dieser Nacht hielt ich seine Hände fest und dachte an den ganzen Weg zurück. An den ersten Tag im Kino, an mein Schweigen, an seine Geduld, an meine Angst, an die Wahrheit meiner Armut, an seinen Kampf.
an die Polizei, an all die Tränen. Mein Herz war voll. Ich hatte geglaubt, mein Leben bestehe nur aus Schmerz. Doch nun wusste ich, dass Liebe selbst das Schicksal verändern kann. Meine Mutter Clara sah Leon an und nannte ihn Sohn. Sie sagte, er habe bewiesen, dass wahre Liebe nichts mit Geld zu tun habe, sondern mit Treue. Jona und Esme lachten, umarmten ihn und hielten ihn fest. Unser kleines Haus war plötzlich voller Licht. Ich sah Leon an und sagte leise: Du hast mir mehr gegeben als Liebe. Du hast mir Würde gegeben. Du hast mir gezeigt, dass auch ein armes Mädchen einen Platz in dieser Welt hat. Er sah mich an und sagte, dass ich ihm Frieden geschenkt habe, Sinn und Ruhe, die er nie gekannt hatte. Unsere Geschichte war schwer und voller Kämpfe, doch am Ende blieb die Liebe stehen. Seine Familie musste uns akzeptieren. Die Welt musste uns respektieren. Und ich musste lernen zu glauben, dass selbst im dunkelsten Leben Licht entstehen kann. Ich war arm an Besitz, aber reich an Treue. Leon war reich an Geld, aber arm an Frieden. Gemeinsam fanden wir, was uns gefehlt hatte. Gemeinsam bewiesen wir, dass Liebe stärker ist als Reichtum, stärker als Stolz und stärker als alles andere.